Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, ihr habt es bestimmt schon gelesen, beziehungsweise auch ein Bild gesehen. Heute schauen wir uns nochmal das Thema Wingbits an. Ihr seht hier nochmal das Video, was wir vor gut 3 Monaten hochgeladen haben. Hier ging es darum, um die Hardware und Installation. Aktuell befindet sich das Ganze noch in der Beta-Phase. Mittlerweile hat sich, was das Projekt angeht, ein bisschen was geändert. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein in die Thematik. Ja, auf der Seite wingbits.com ist quasi alles erklärt, was man wissen muss. Und das ganze Projekt ist in Anführungsstrichen auch nicht wirklich ein Hexenwerk, was das angeht. Auch was die Installation angeht. Das macht man ein, zwei Mal und dann kann man das. Das ist relativ einfach. Für alle, die Wingbits noch nicht kennen als Deepin, ich stelle es euch gerne nochmal vor, was das Ganze ist. Ja, erhalten Sie eine Belohnung für Flüge verfolgen. Während Sie Teil des des einzigen Flugverfolgungsnetzes, das seine Gewinne mit seiner Community teilt, registrieren Sie ein kostenloses Konto und verdienen Sie noch heute Belohnungen und Datenbeiträge. Es ist halt eben so, Wingbits könnt ihr euch so vorstellen, ist wie Flightradar 24. Das bedeutet mit einer Station, die bei euch zu Hause steht, was ihr dazu braucht, zeige ich euch auch gleich nochmal, könnt ihr die Flüge tracken. Das Ganze sieht auch richtig gut aus, kann ich euch natürlich auch gleich nochmal zeigen. Und ja, das System bzw. Plattform Wingbits wird jeden belohnt, der im Netzwerk mitmacht, da die Flugzeug-Tracking-Daten dann dementsprechend auch verkauft werden. Genau, hier steht es auch nochmal, Belohnung für bereitgestellte Daten. Wingbits hat ein einzigartiges Belohnungssystem implementiert. Da gibt es auch was Neues jetzt im Lightpaper. Guckt es euch bitte mal an in Ruhe. Ja, das Lightpaper ist relativ lang, das jetzt hier durchzukauen, das wird wahrscheinlich zu lange dauern. Und daher guckt es euch an. Hier steht es auch nochmal, glückliche Community, Datenanbieter werden für ihre Arbeit fair entlohnt. Maximale Reichweite ist der Weg zu einer guten Umsatzoptimierung. Hohe Verfügbarkeit ist, der Antenne muss immer online sein. Das bedeutet, ihr werdet auch dementsprechend dafür entlohnt, wenn die Antenne permanent online ist. Ja, ihr seht hier auch nochmal quasi die Map. Das heißt, auf der Map werden die ganzen Flugzeuge getrackt. Es dauert ein paar Sekunden, bis es geladen ist. Und dann sieht man eigentlich erstmal, wie viel Flugverkehr hier letztendlich los ist. Was ist das für ein Ding? Flug F08. Gleich mal gucken. Okay, das ist Ryanair, die wird so komisch angezeigt. Naja, und auf jeden Fall, ihr seht hier die ganzen Flüge, ihr seht hier auch die Streams mehr oder minder, in welche Richtung, wo lang etc. Und man sieht eigentlich, hier sieht man eigentlich mal richtig, was eigentlich am Himmel los ist. Na, das ist ja eigentlich der Wahnsinn, was quasi im Flugverkehr los ist, wie viele Flugzeuge unterwegs sind. Und das wird ja regelmäßig aktualisiert. Ich kann euch mal gern zeigen, wie das bei mir aussieht. Und zwar, wenn das eingerichtet ist, dann geht man lokal auf seinen Raspberry drauf. Das sieht dann so aus. Und zwar ist das quasi meine Flugansicht, die ich hier habe. Das bedeutet, das ist mein Standort. Das sind quasi die Flugzeuge bzw. Hubschrauber. Alles, was quasi oben im Himmel unterwegs ist und das ADS-B-Signal aussendet bzw. mitmacht, sieht man hier anhand der farblichen Gestaltung, sieht man auch, in welcher Höhe sich das Flugzeug befindet oder der Hubschrauber. Ihr seht das hier auch nochmal, hier unten in der Agenda sozusagen. Man kann halt eben dann auch mal reinklicken, zum Beispiel ihn. Man sieht hier quasi, dass der Flieger scheinbar ein Landeanflug ist. Türkei wird höchstwahrscheinlich ein Urlaubsflieger sein, der jetzt hier in Erfurt runtergeht, kann ich mir gut vorstellen. Ihr seht es hier, der ist quasi, also so wie sich das Bild darstellt, ein Landeanflug. Ja, Urlaubsflieger aus der Türkei, das kann natürlich sein. Und das seht ihr selber, das heißt, es ist meine lokale Installation, die ich hier letztendlich habe und damit kann ich das Ganze verfolgen. Und ich habe wirklich nur die Standard-Hardware dafür gekauft. Ja, Standard-Hardware. Ich habe ein Airnav Radarbox Flight Stick ADS-B. Das ist quasi der Stick, der angesteckt ist. Als Antenne habe ich wirklich nur random. Ich habe mal die Bewertung durchgelesen, weil der relativ schlecht bewertet wird, die Antenne. Aber es reicht vollkommen aus. Und diese Antenne, das heißt 30 plus 40 Euro, 70 Euro insgesamt investiert in die Hardware und habe das Ganze an einem Helium-Miner angeschlossen. Das Video dazu ist online. Guckt es euch einfach mal an. Das heißt 70 Euro investiert, um halt eben damit dabei sein zu können. Ja, es gibt einige Neuerungen, was das Thema angeht. Und zwar so sieht das Dashboard aus.
Das heißt, das ist jetzt quasi das Dashboard von meiner Antenne, die ich hier habe. Ihr seht hier quasi auch nochmal grob die Abdeckung. Das spiegelt sich auch ungefähr hier so wieder. Das heißt, ihr seht den Bereich, das sind die Maschinen, die ich reinbekomme. Gucken wir nochmal, das scheint wirklich gleich zu landen. Und das spiegelt sich auch dementsprechend hier auf der Map wieder. Und hier auf der Seite seht ihr auch dementsprechend die Earnings. Das heißt, in den letzten 30 Tagen habe ich 2017 Wings quasi geerntet sozusagen, beziehungsweise das sind die Einnahmen. Innerhalb von 7 Tagen waren es 482,976. Seht ihr hier in den 30 Tagen, seht ihr, hier ist mir der Hotspot ausgestiegen. Der Helium-Hotspot, den musste ich neu starten. Da kam der Docker auch wieder mit hoch. Und da geht das auch wieder. Ja, was ist auch hier neu? Ihr habt jetzt die Möglichkeit, eure Wingbits mit Solana zu verknüpfen. Das bedeutet, auf Solana wird das Ganze stattfinden. Das heißt, die Rewards auch. Das heißt, ihr geht hier in die Einstellung oben rein, geht auf Settings und dann habt ihr die Möglichkeit hier auf Wallet. Und hier habt ihr die Möglichkeit, eure Wallet hinzuzufügen. Das bedeutet, ihr geht einfach nur auf Add Wallet. Gebt den ganzen Namen. Bei mir ist es die Helium Wallet, läuft ja auch auf Solana. Die Wallet-Adresse, die könnt ihr ganz normal hinzufügen. Dann habt ihr schon mal eure Wallet, also eure Solana Wallet mit dem Projekt verknüpft, beziehungsweise mit der Website. Und das ist schon mal quasi die halbe Miete, die man sozusagen braucht. Also wie gesagt, das ist neu. Das Dashboard, das sah auch mal anders aus. Von daher geht das hier definitiv vorwärts, was das Projekt angeht. Ja, hier wird nochmal auf Slide Paper verwiesen und zwar gibt es jetzt neuere Informationen, was die Rewards angeht. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wird es halt eben 24 Base Rewards geben für jede Station pro Tag. Wir wissen aktuell noch nicht, wie der Kurs ausfallen wird. Auf jeden Fall ist das so das Minimum. Dann kriegt man noch eine Belohnung dafür, dass die Station länger online ist, beziehungsweise ihr seht hier nochmal das Uptime-Level. Also ähnlich berechnet wie die Rolling Reward Rates bei Geodenet. Das heißt, es wird hier mit rein kalkuliert etc. Und so setzt sich das zusammen. Hier ist auch nochmal die Formel dafür. Sobald wir Informationen haben, was genau an Rewards bei rumkommt, werden wir natürlich für euch nochmal ein Video machen. Bis jetzt alles nur noch im Beta-Bereich oder alles im Beta-Bereich. Und irgendwann geht das dann dementsprechend auch los. Hier wird auch nochmal erklärt, dass halt eben die bis jetzt, die Token, die man bis jetzt gesammelt hat, die werden Reissues auf der Mainnet Launch. Das heißt, ihr nehmt die Token quasi ins Mainnet mit. Wir sind aktuell im Testnet und wir würden halt eben unsere Token dann ins Mainnet mitnehmen und könnten halt eben dann, wenn es soweit ist, wenn der Token Launch bzw. der TGE war, könnten wir unsere Token über die Solana Blockchain dann halt eben in zum Beispiel Solana tauschen oder irgendwas in der Richtung. Ja, in den Docs wird auch nochmal erklärt, was ihr dementsprechend braucht dafür. Also, ich hatte es ja eben schon gezeigt, als Computing Device ein Raspberry Pi 3, also beziehungsweise ein Zero wird auch funktionieren. Also Raspberry Pi geht eigentlich so gut wie alles. Ein Lil Potato sagt mir nichts, wird wahrscheinlich aber auch so ein Kleinplatinencomputer sein. Orange Pi. Und wie wir es gemacht haben, wir haben es auf unserem Helium-Hotspot installiert, weil ja auf dem Helium-Hotspot auch ein Raspberry Pi verbaut ist. Ja, dann seht ihr hier UADSB, USB-Receiver, Flight Aware, Radarbox. Das sind, was ich euch eben gezeigt habe. Gibt es natürlich Unterschiede Anbieter davon. Da stehen die Namen auch dementsprechend drin. Dann braucht ihr halt eben die Antenne, das hatte ich euch auch gezeigt, die 1090 MHz. Das heißt, mit einer Helium-Antenne funktioniert das ein Stück weit, aber nicht zu 100%, weil hier ist der Frequenzbereich 1090 MHz und nicht 868 MHz, wie es im Helium-Bereich halt eben üblich ist. Aber ihr seht es hier, wir haben wirklich, fahren relativ gut, oder beziehungsweise mit unserer Station mit dieser kleinen Standard-Antenne, sage ich jetzt mal. Alternativ kann man sich noch einen Filter mit reinbauen. Das ist natürlich für alle diejenigen, die ein bisschen mehr Ahnung von der Technik haben, die wissen, wie man halt eben mit Antennenfiltern arbeitet. Im Normalfall, also bei uns ist es halt eben nicht notwendig. Ja, von daher funktioniert es eigentlich relativ ganz gut. Ja, was wollte ich euch noch zeigen? Genau, einmal den Twitter-Kanal, beziehungsweise X, heißt der X, sorry. Hier wird es auch nochmal erklärt, die haben es ja darauf hingewiesen,
dass halt eben man jetzt die Wallet hinzufügen kann, ist ein Eintrag von gestern. Hier wird halt eben erklärt, wie wir Updates sie halt eben reinbekommen, aus welchen Regionen. Und ihr seht halt eben auch, dass gerade im europäischen Bereich wird hier nochmal dargestellt. Das heißt, die meisten Streams kommen halt eben aus unserer Region, sage ich mal. Das heißt, unsere Region Europa, Mitteleuropa seht ihr hier gut vertreten und natürlich auch USA, ganz klar. Was natürlich immer wenig Traffic bringt, beziehungsweise wenig Informationen, seht ihr hier in dem Bereich drüben alles, was im russischen Raum ist. Ne, da kommt natürlich nicht viel. Hier ist nochmal ein kleiner Roadmap-Ausschnitt. Ja, und guckt es euch einfach mal an. Die Jungs sind auch halt eben viel unterwegs, promoten das ganze Projekt und ich denke mal, dass das halt eben auch irgendwann uns ein paar Euros nebenbei bringen wird. Ich meine, reich wird man dadurch sicherlich nicht. Von daher, aber wenn man halt eben da ein bisschen was mitnehmen kann, für verhältnismäßig geringe Hardwarekosten, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ja, ich habe ja mal ein Vergleichsprojekt rausgesucht, weil irgendwoher kam mir das bekannt vor. Und zwar zum Beispiel bei FlightAware. Es ist so, dass es auch sowas ähnliches wie Flightradar 24. Das heißt, hier hat auch jeder die Möglichkeit, also auch wir mit der Station, die wir jetzt hier haben, hier am Netzwerk mit teilzunehmen. Allerdings ist es halt eben hier so, dass man dafür keine Belohnung bekommt, sondern man sieht halt eben hier die Benefits dazu, Live-Daten, Statistiken, wo man kriegt halt eben einen kostenlosen Enterprise-Account für 99 $ monatlich. Da hätte ich mir eher gewünscht, da sollen sie lieber den 99, 95 im Monat an Commission raushauen, also quasi als Profit so ein bisschen. Aber da kriegt man halt eben einen Account dazu, den man dann hier für seinen eigenen Luftraum nicht braucht, weil man ja selbst Netz zur Verfügung steht. Ja, und hier wird es auch nochmal erklärt, wie man das baut. Und wenn ich weiter nach unten scrolle, werden euch die Installationen wahrscheinlich extrem bekannt vorkommen. Weil so sieht das Ganze halt eben dann dementsprechend aus. Also eigentlich fast 1:1 wie bei mir. Nur halt eben, oder wie bei euch dann wahrscheinlich auch, nur halt eben, dass hier der Stick farblich anders ist. Hier eventuell ein Helium-Hotspot drumherum gebaut ist. Aber im Grundprinzip bedient sich FlightAware an genau der gleichen Technologie wie Wingbits macht, nur dass man halt eben bei FlightAware seine Daten zur Verfügung stellt, aber man halt eben damit nicht mit Kryptowährung belohnt wird. Also nur, dass wir mal ein Vergleichsprojekt haben, damit ihr es mal letztendlich gesehen habt. Ja, letztendlich Wingbits, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es sich weiterentwickelt, was es wird, wann es die ersten Auszahlungen geben wird. Ich denke, so schnell wird das nicht passieren. Leute, da müssen wir echt, was sowas angeht, immer etwas geduldig sein. Ich sage nur WeatherXM, die jetzt zum 30. Mai online gehen, war jetzt 30. Ja, ich dachte 30.05., also die quasi ins Mainnet gehen. Ich werde das Video vor dem 30. noch raushauen oder am 30. Ich weiß es noch nicht so genau. Heute ist der 28. Und da hat das fast 2 Jahre gedauert, meines Kenntnisstand nach, dass die quasi aus dem Testnet jetzt ins Mainnet übergehen, weil von euch schon viele geschrieben haben, oh, ich habe das schon seit 3 Monaten laufen, da ist nichts passiert. Leute, man muss immer geduldig sein bei sowas, was das angeht. Das geht nicht von heute auf morgen. So ein System muss letztendlich entwickelt werden. Ja, von daher seid ihr halt eben ein bisschen geduldig, was das Thema angeht. Ja, ansonsten soll es das von mir gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Drücke uns allen mal den Daumen, dass das mit Wingbits ein bisschen was wird. Wünsche euch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.